Hallo allerseits, herzlich willkommen zu einem Preview-Video über eine neue Spur 1 Lok im Maßstab 1:32. Es handelt sich um das erste lackierte Handmuster einer E-Lok der Baureihe E71 von der Firma Fine Models. Das Serienmodell soll voraussichtlich ab April 2021 zum Listenpreis von 2.950 € ausgeliefert werden. Das Vorbild wurde laut Fachliteratur in den Jahren 1914 bis 1921 insgesamt 27 Mal gebaut. Die Loks waren zunächst nur im Güterzugdienst und erhielten die Betriebsnummer EG 511 bis EG 537. In diesem Video zeige ich zunächst Detailaufnahmen des Modells und spiele auch einige Sounds einzeln ab. Danach gibt es dann ein paar Probefahrten auf meiner Testgleis-Modulanlage mit engen Gleisradien. Zunächst einmal die versprochenen Detailaufnahmen des Modells. Die E71 ist vorbildgerecht 362 mm lang und wird in Handarbeit aus Messing gefertigt. Sie bringt ziemlich genau 3 Kilogramm auf die Waage. Fine Models fertigt von dieser Lok insgesamt nur 300 Exemplare, die auf 7 verschiedene Varianten der Eisenbahnepochen 1 bis 3 verteilt sind. Für diesen Beitrag habe ich leihweise die E7113 in Epoche 3 Ausführung im Betriebszustand des Jahres 1955 erhalten. Ihr Vorbild wurde 1915 mit der Betriebsnummer EG 513 abgeliefert. Der im Modell eingebaute Lok Sound 5 XL Decoder von ESU wurde für die E71 mit 26 Digitalfunktionen programmiert. Zuerst zeige ich die Lichtfunktionen des Modells. Sie basieren auf Glühlämpchen. Es gibt wie üblich eine Spitzenbeleuchtung, die in Abhängigkeit von der Fahrrichtung wechselt. Per Funktionstaste ist auch für beide Enden ein rotes Schlusslicht zuschaltbar. Bei den Lokvarianten mit einer dritten Stirnlampe lässt sich diese separat zuschalten. Zudem lässt sich auf Knopfdruck der jeweils vordere Führerstand beleuchten und bei Fahrtbeginn wird die Beleuchtung automatisch abgeschaltet. Und wenn wir schon dabei sind, schauen wir auch gleich in den Führerstand hinein. Jetzt einige Einzelgeräusche des Modells. Zuerst drücke ich der Reihe nach die Funktionstasten für die beiden Stromabnehmer. Jetzt die weiteren Geräusche. Ab Werk ist diese Pfeife voreingestellt. Per CV-Register soll man aber noch auf 2 andere Pfeifgeräusche umkonfigurieren können. Dann das Geräusch eines Kompressors. Sanden, eine Bahnhofsdurchsage, Einsteigen und die Türen schließen. Vorsicht an der Bahnsteigkante. eine weitere Bahnhofsdurchsage, Meine Damen und Herren an Gleis 1, bitte steigen Sie ein. Ihr Zug fährt jetzt ab. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. ein Schaffnerpfiff,
Die Türe öffnen und wieder schließen. Die Handbremse setzen. Und wieder lösen. Pressluft ablassen. Das Kupplungsgeräusch. Und wenn man die Taste löst, nochmal ein anderes Kupplungsgeräusch. Und schließlich gibt es noch ein Aufrüstgeräusch, das vielleicht noch geändert wird, weil es in einer Sequenz die Aufrüstung und die Abrüstung ist. Jetzt gibt es noch ein paar Geräusche, die man nur bei aktiviertem Fahrgeräusch hört. Ich schalte das jetzt mal ein. Mit einer Funktionstaste kann man jetzt das Schienenstoßgeräusch zuschalten. Dann gibt es ein Spurkranzquietschen bei Kurvenfahrten per Knopfdruck. Mit einer weiteren Taste kann man Weichengeräusche, das Stoßgeräusch beim Weichenüberfahren hören, mit jedem Tastendruck erneut einzeln. Und schließlich gibt es noch ein Bremsenquietschen beim Abbremsen, das man aber auch deaktivieren kann. Ich beschleunige jetzt mal ein bisschen mehr, damit man es dann auch schöner hört, wenn wir abbremsen. Jetzt nochmal aus nicht ganz so hoher Geschwindigkeit, auch nochmal mit Bremsgeräusch. Und jetzt das gleiche nochmal ohne Bremsgeräusch. So, vor meinen Testfahrten jetzt noch ein kurzer Blick unter die Lok. Die beiden Drehgestelle lassen sich hier relativ gut bewegen, dass das Modell auch einen Radius von 1020 mm schaffen kann. Für den Antrieb sorgen zwei Faulhaber-Motoren, die sich in etwa hier
und hier befinden und dann über ein mehrstufiges Getriebe hier auf die Blindwellen jeweils gehen. Und der Antrieb der Treibräder erfolgt dann direkt über die Kuppelstange. Zur Stromaufnahme des Modells sorgen Pilzkontakte, die auf den Spurkranz jeweils irgendwo an dieser Stelle im Inneren zugreifen. Und schließlich ist vielleicht noch interessant, woher das Geräusch kommt. Der Lautsprecher befindet sich im Traforaum und strahlt dann durch Schallöffnungen hier ab in diesen Schlitz zwischen dem Traforaum und dem Führerhaus. Jetzt gibt es wie versprochen ein paar Probefahrten auf meiner Testgleis-Modulanlage. Zunächst zeige ich die E71 in der niedrigsten Fahrstufe. Sie braucht hierbei für einen Meter 3 Minuten und 50 Sekunden. Das entspricht maßstäblich umgerechnet beim Vorbild einer Geschwindigkeit von lediglich 0,5 Stundenkilometern. Zu guter Letzt nun eine vorab programmierte etwas längere Pendelfahrt durch Weichen und Gleisbögen mit nur 1020 mm Radius. Das war's mit meinem Preview-Video vom Handmuster der E71 der Firma Feinmodels im Maßstab 1:32. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie mal wieder meinen YouTube-Kanal besuchen würden.